Mahlzeit, Freunde der leichten Unterhaltung. Wir sind wieder zurück im Let's Play Star Trek Online und ja, weil ich mit den ersten mit den ersten 6 Folgen nicht so zufrieden war, weil ich das Gefühl hatte, dass uns da irgendwie storytechnisch eine Menge Durcheinander erwartet hätte. Hätte ich das so weitergemacht, erstellen wir einfach einen neuen Charakter. Hey, was soll's? Ähm, und zwar erstmal ein Standard Sternenflottencharakter, das mit TOS Sternenflotte und Discovery Sternenflotte. Das gucken wir uns dann, wenn wir mit Charakter A durch sind, mit einem anderen Charakter nochmal an. Was da anders ist, aber wir machen erstmal einen Sternenflottencharakter. Menschlich, weiblich, technisch, durchaus. So. Ich würde eigentlich gerne was laden, aber das darf ich wohl gerade nicht. Dann lassen wir es erstmal dabei, wie es ist. Nur den... Ja, Ensign kannst du schon mal machen. Ähm, den Gürtel, den möchte ich nicht. Danke. Ja, weiter. Name. Wie nennen wir die Gute denn? Ich weiß, dass das mal angedacht war, aber ich weiß gerade nicht mehr, ob es mit H oder ohne geschrieben wurde. Also, was unzulässige Leerstelle? Ah, so. Dann nehmen wir das und so. Brasilia, Leviathan, Igel, Clipper, Oscar. Ja, Lincoln. Lincoln klingt nach einem guten Namen. Engage. Ähm, ja, das Tutorial können wir mal überspringen. Tutorial brauchen wir nicht. Was wir hingegen ganz dringend brauchen, ist ein Schneider. Haben wir hier einen? Offenbar ja nicht. Oder doch? Ich gucke nochmal auf die Mappe. Ist hier kein Schneider? Doch, hier ist Schneider. Entschuldigung. Hello. You can alter. Äh. Ja. Ich weiß. Warte mal, verändern. Ach so. Ja, einmal verändern bitte. Dann laden. Genau. Wo war denn...
Ja, gibt mehrere Möglichkeiten, die wir laden können. Wie wir sehen. Ich glaube, wir laden einfach mal den, ja. So. Das ist die Kadettenuniform. Ansonsten können wir einfach hier auf Odyssee gehen und sagen, wend das mal auf den Charakter an. So, dann hat sie die Odyssee-Uniform. Perfekt. Ist gekauft. So. Now you're looking sharp. Ja, finde ich auch. Jetzt sieht sie aus, wie sie aussehen soll. Wie meine Charaktere weiblich alle aussehen. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallöchen. Guten Tag. Kadett O'Neill, ich habe neue Befehle für Sie. Oh, falsche Uniform. Schade. Ihre Ausbildung bei der Akademie ist abgeschlossen und Sie müssen sich umgehend bei Admiral Quinn auf dem Raumdock der Erde melden. Sie wissen sicherlich, dass der Krieg für die Sternenflotte nicht einfach war. Wir brauchen auf dem Feld so viele Offiziere, wie wir kriegen können. Ich habe Sie dem Admiral als Befehlshaber empfohlen. Es wird alles glatt laufen. Sie werden sehen. Werde ich das? Naja, okay. Ich werde schon sehen. So. Ich sehe schon. Bevor Sie gehen, müssen Sie sich Ihre Ausrüstung zusammensuchen. Ich möchte, dass Sie auf jede Mission, die Admiral Quinn für Sie hat, vorbereitet sind. Viel Glück. Sie sind einer unserer besten Absolventen. Ja. Neudeutsch, einer unserer besten Absolvierenden. Tür auf, danke. Was ich dann aber noch beim Schneider anpassen könnte, ist, ich bin jetzt, also noch bin ich bin immer noch Kadett. Dann, dann verändern wir das einmal und dann ist das, lass mal speichern, danke. Das ist dann, Unteroffizier oder so, ne? Aber weil wir ja immer noch Kadett sind, hat er gespeichert. Das ist schön. Was ist denn das da? Warum ist denn da eine Discovery-Uniform? Das ist ja absolut disgusting. Das sind meine BrückenoffizierInnen. Aber auch nicht alle. Alles klar. Ja, aber gut, wenn wir immer noch Kadett sind, dann kadettieren wir so ein bisschen. Uniform, Rang. Kadett, drittes Jahr. Ja. Kaufen. So. Wir wollen natürlich stilecht. Now you're looking sharp. Ja, wir wollen nicht falsch gekleidet sein, ne? Genau. Gibt nachher Ärger. Da will ja auch keiner. Guten Tag, hallo. Mhm. Ja. Congratulations, Lieutenant. Na toll. Muss ich mich schon wieder umziehen? Entschuldigung, ich müsste mal durch. So, hier ich nochmal. Hello. Ja, hi. Ja, verändern. So. Dann sind wir Rang. Ja, Lieutenant. Junior Grade sind wir noch nicht. Und diesen blöden Gürtel will ich wegmachen. Na komm, ich lasse ihn mal. Ich lasse ihn einfach mal.
Now you're looking sharp. Ja, finde ich auch. So. Wo sollte ich hin? Da vorne? Hallo? Mhm. You will be assigned to the Klingon front. But first, you could use some new equipment for your ship. I have some improved consoles developed by the Starfleet Corps of Engineers. These consoles can be installed on your ship to improve its abilities. As you improve in rank, you will earn better consoles. Other ships you will command throughout your career will have space for many more. When you're done here, go see Dur's racks to customize your starship's appearance. Ja, okay. Ja. Die Lincoln. Ein tapferes kleines Schiff. Danke. Na. So, haben wir das auch. Können wir hier eigentlich schon... Ne, können wir noch nicht. Okay. Aber ich müsste sie ja auch anpassen können beim Schneider, ne? Haha. Hallo. Hi Schneider, ich nochmal. Ja, hi. Genau, Brückenoffiziere. Die Elisa Flores. Ich weiß, von der habe ich auch. Ja, die Frage ist nur, welche ist es gewesen? Ich glaube, die war's. So. Tifrell durfte nur eine Variante haben. Genau. Ja, sagen wir 2. Warum auch immer es mehrere sind. Aber ist okay. Auch gekauft. So. Die anderen beiden werden nicht lange Now bei you're uns looking bleiben. sharp. Ja. Weiß ich, danke. Dann möchte ich gerne einmal aufs Raumdock. Ja. Ach, die labern einen alle zu. Ist ja furchtbar. Fürchterlich. Dann muss ich noch einmal hier den da machen. So. So. Der Monk in mir. Wecke auch du einen Monk in dir. Ha! So. Hier müssen wir einfach so ein bisschen runterziehen. So auf die Länge. Perfekt. Wunderschön. Wunderschön ist es. So. Muss nämlich ein Raumschiff anfordern. Hallo. Nee. Da.
Kann ich nämlich haben. Mhm. Alles wie gehabt. Und dann 74600. Okay, erledigt. Dankeschön. Schiffe verwalten. Raumschiff bereit machen. Das war das mit der Aero-Shuttle-Bucht, jawohl. Ein paar Sachen kann es halt noch nicht, weil ich noch nicht hoch genug gelevelt bin. Hallo. Bitte einmal anpassen. Exakt. Ja, da können wir... Nehmen wir mal die da. Und anwenden. Und okay. Dankeschön. So. Ich glaube, dann sind wir jetzt bereit, uns bei El Admiral zu melden. So halbwegs. Ein paar Sachen muss ich noch anpassen später. Das auf der 5. Das auf die 6. Was ist denn das? Achso, schlagen. Natürlich, weil ich noch keine... Habe meine Starterausrüstung noch gar nicht ausgepackt. Mhm. Das da. Ja. Hau doch einfach ein. Achso, das kann auch keine Taktik. Okay. Dann nicht. Deflektor. Torpedo. Das müsste ein Antrieb sein. Da. Okidoki. So, die ist in der Technik. So. Genau. Machen wir so. Und dann packen wir das noch aus. Phasergewehr, ja. Spaltstrahlengewehr. Okay. Was ist das hier? Ah, das Kit. Okay. Okidoki. Körper. So. Man am Anfang überall dran denken muss. Jetzt kommt Inventarvollmüllung des Todes. Einmal fordern wir dich ein. Ja, du darfst mir beitreten. Okay. Dich mal einfordern. Dich einfordern. Nee, du nicht. Aber du. Dienstoffiziere brauche ich noch nicht. Gut. Promotion. Nee. Dienstoffiziere, soweit sind wir noch nicht. Ganze brauchen wir nicht. Den Doktor fordern wir ein. Ja, du darfst auch beitreten.
glaube. Den Rivera Tribble, den trage ich selber. Das ist der Kreuzfeuer Tribble, den kannst du haben. Warte mal. Du bist technisch, taktisch, Wissenschaft. Dann können wir ihn hier schon mal den Colette können wir schon mal entlassen. Braucht ja kein Mensch. So, hier kommt der Doktor hin, hier kommt Technik hin. Genau. Hier kommt die hin. Perfekt. Ja, ist dann so langsam. Vielleicht. Weiß man noch nicht. Ich steck das Gewehr mal an. Ich steck das Gewehr mal weg und mach das mal nicht sichtbar. Hallo. Hier, du gibst mir doch so einen Raumanzug, oder? Nee. Kann ich den noch nicht haben? Den gibt's nochmal hier. Naja. Gehen wir mal zum Admiral. Hallo. Ja. Vielleicht gehen wir aber mal hier hin. Ja, das haben wir ja schon übersprungen. Na, hier, Tutorial brauchte ich nicht. We have a diplomatic mission for you. An important Vulcan ambassador is traveling from his homeworld to the monastery at Pajem. Capturing the ambassador would be a major coup for the Klingons or Orions, so we're assigning you to make sure everything goes smoothly. You are to escort Ambassador Soketh to Pajem. Please meet him at Vulcan. Once you locate him, speak with him about the transport mission. Do whatever is necessary to keep him safe. Alles klar. Mache ich. Ja, genau, das wollte ich noch machen. Option. Was hier? Was hier? Farbschema. Genau. Das wollte ich haben. So, ich bin dann weg. Machen wir jetzt mal die erste Mission und dann schauen wir mal weiter. Dann mache ich so ein paar kleinere Anpassungen. Suche mir noch ein paar Sachen raus, die ich wichtig finde und dann machen wir Folge 2 aber richtig weiter. Wenn dann alles so eingestellt ist, wie es sein soll. Ja, Ladesolsystem, danke. So. Sehen wir, das fängt hier nämlich schon an. Da und dann so. Warum zentriert er nicht? Egal. Auf geht's. Erste Mission.
My friends sacrificed so much to secure peace with the Klingons. I bear the responsibility for the consequences to him and his crew, a thought that troubles me to this day. The hope was that this alliance would last forever. It did not. The Klingons have chosen war. The Federation is doing its utmost to protect its borders and the billions of innocents who call this space home. But I fear that this conflict may be our undoing. So, gut. Rein da. Captain, wir haben das Vulkansystem erreicht. Ich habe mir die Freiheit genommen, die Assistentin des Botschafters zu kontaktieren, als wir angekommen sind. Tipela sagt, dass... Nein! Tipela sagt, dass der Botschafter auf Reisen möchte, dass bestimmte Vorkehrungen getroffen werden. Sie möchte sie gerne mit Ihnen durchgehen. Möchten Sie, dass ich Sie auf den Hauptschirm leite? Ja, bitte. Greetings. Thank you for agreeing to escort the ambassador to Pajem. Ambassador Sokath is currently attending a ritual to honor the end of the Kalrek holiday. He will be done soon, but the ambassador is hesitant to use transporter technology. His bias against the transporters is not logical, but I have come to accept it. Okay. I believe that Sokath would be much more comfortable traveling by shuttlecraft. I have received clearance for you to land near the ambassador's location. I look forward to meeting you in person. Mhm. Da fällt mir gerade ein, wir sollten auch noch Fähigkeiten. Da muss ich jetzt nachgucken. Haben wir das nämlich von meinem anderen Charakter abfotografiert. War vielleicht ein halbwegs schlaues Menschenwesen. Okay. Der Anfang ist einfach. Ach, ich habe gar keine. Aber ich bin da ja, okay. Gehen wir an Bord des Shuttles. Was soll's. Wir sind bereit, auf Vulkan zu landen, Sir. Wenn Sie zur Landung bereit sind, informieren Sie mich bitte. Starfleet Shuttlecraft. This is Vulcan Orbital Control. You are cleared to land at the requested coordinates. Welcome to Vulcan. Please enjoy your stay. Ich versuch's. Captain, der Botschafter und sein Gehilfe warten auf Sie am Tempel auf der Anhöhe. Sie können dort mit ihnen sprechen und herausfinden, ob der Botschafter noch etwas von ihnen braucht, bevor wir uns auf den Weg nach Pajem machen. Alles klar. Laufen wir da mal hoch. Nein, das mache ich alles. Naja, alles gleich offscreen. Muss ja jetzt nicht sein. Captain, I regret to inform you that we have come to an impasse in completing your mission. Allow me to explain. As you know, Pajem is sacred to the Vulcan people, and access to it is strictly prohibited. Ordinarily, this would not present any difficulty, but Savin, the leader of the order that maintains the monastery, has chosen this moment to illogically refuse to grant Ambassador Sokath permissions to meet with the abbot at Pajem. This is most abnormal. Kann diese Reise warten, bis Seven seine Meinung ändert? The ambassador has considered going to the council to request that they overrule Savin, but the process will take time that he simply does not have. If the ambassador is unable to complete his journey to Pajem now,
He will have to delay it until after the trade conference at Corodan is complete. And that could take weeks. Ich frage mich, warum Seven dem Botschafter keine Erlaubnis erteilt. The ambassador, I'm afraid, has spent too much time off-world. I have seen it change him. His interactions with other species have grown easier over the years, but our own people have become more challenging for him to deal with. Perhaps you could speak to Seven. I know he has a great deal of respect for Starfleet, and you might have an easier time than he has in convincing him to grant the ambassador's request. Na, dann lassen Sie mich mal mit Seven reden. Ist das Seven of Nine? Entschuldigung. Hallo? Peace and long life. Ja, die auch, die auch. Do you seek knowledge of the ancestors? Du hast eine ganze Menge zu erzählen. Soket sagt, dass sie ihm keine Besuchserlaubnis auf Pejam erteilen. Sarketh accuses me of abandoning logic, but he is the one refusing to explain his reasons for wanting to go to Pejam. The planet is sacred. Our ancestors walked those paths. They found understanding and serenity in its quiet. When I am at Pejam, I feel more at peace than any place else in the galaxy. Pejam has been touched by outside influences in the past. The Federation is at war. Now more than any other time, we must protect this refuge. Do you seek knowledge of the ancestors? Warum schränken die Vulkane den Zugang auf Pejam ein? Many years ago, Pejam was used for political purposes. Technology used to spy on the Andorians was hidden beneath the sacred sanctuary. It should never have happened. Buildings that had stood for 12 centuries were destroyed because we allowed politics and war in a place where there should only be logic and contemplative thought. When the monastery was rebuilt, we pledged to keep it safe from the cares of the galaxy. Only those who seek peace may enter. Okay. Do you seek knowledge of the ancestors? Die Vulkanier haben Klöster. Even a people who reject emotion require peace and contemplation. We are a spiritual people. Our rituals guide us throughout our lives. Vulcans who choose a life of study and isolation, as the monks at Pejam have done, help us maintain our connection with our ancestors. The monk's study of Sirach's words in the Kirshara give us all a greater understanding of who we are and who we should strive to be. Do you seek knowledge of the ancestors? Erzählen Sie mir mehr über Surak. Centuries ago, the Vulcans were creatures of emotion. We fought one another in a series of wars that devastated our planet. Our species was on the brink of annihilation. Sirach taught us to embrace peace and to put aside our emotions in favor of logic. Sirach ushered in a time of awakening on Vulcan. His writings, the Kirshara, shaped all that we are. Without Sirach, the Vulcans you know would not exist. Do you seek knowledge of the ancestors? Vertrauen Sie Botschafter Soket nicht? I neither trust him nor distrust the ambassador. I simply do not understand him. He will not reveal his reasons for wishing to speak to the abbot, and has refused a mind meld with me. Normally I could respect his privacy, but other things I have heard trouble me. Okay. Do you seek knowledge of the ancestors? Ja, dann erzähl mir doch mal, was du gehört hast. Sarketh has spent more and more time away from Vulcan in recent years, and seems ill at ease in what was once his home. Tapella admits he has changed in the past few months. He spends hours closeted in his study, and does not share meals with his staff as he used to. Tapella says that the stress of the war with the Klingon Empire is taking its toll. She hopes the peace of Pejam will restore him. Okay. Do you seek knowledge of the ancestors?
Was, wenn sich der Abt bereit erklärt, mit Suket über den Subraum zu sprechen? The monks do not use any unnecessary technology. Even replicators are not permitted on Pajem. There is a communications array available to the monks for emergencies. Soketh's request does not qualify. Natürlich. Do you seek knowledge of the ancestors? Gibt es einen Weg, wie ich sie überreden kann, dass Suket Pajem besuchen darf? I will permit it if you will pledge to me, on your honor as a Starfleet officer, that you will protect Pajem from harm. Soketh says his reasons for wanting to speak to the abbot are private. I will accept that, but only if you are with him. I know I can trust Starfleet. Please, protect Pajem from any who would violate its sanctity. Mach ich. So, guck. Alle Probleme gelöst. Welcome to Vulcan. Ja. Do you have any questions? Ja, erzähl mir was von Pajem. Pajem is a small world near Andoria. It is sacred to our people. There have been Vulcans on Pajem for centuries. In 2152, the ancient buildings that housed our monastery were destroyed by the Andorians. Die Andorianer, aber die sind doch Teil der Föderation. It was a failing in our logic that led to conflict with the Andorians. We have corrected our error. After the Federation was founded, a group of Andorians, Vulcans, and humans rebuilt the monastery as a symbol of peaceful coexistence and cooperation. Since then, a group of monks has lived there. They study the ideals of Sirach. Okay. Do you have any questions? Ja. Was treibt sie denn nach Pajem? My business is my own. If you must know more, I require a meeting with the abbot. He will not use subspace communications. So if I am to receive his counsel, I need to meet with him directly. Ja, werd doch mal nicht gleich so pissig. Do you have any questions? Habe mit Sevin gesprochen, warum traut er ihnen nicht? How should I know? He is a small man with small concerns. Thankfully, he has listened to reason, and our journey won't be delayed any longer. I am ready to leave now. Is the shuttle prepared for departure? Generell, ja. So, was ist das hier? Bolzenblitz. Vollautomatische Streusalve, das wollte ich haben. Lassen Sie uns gehen. Idiot. Mag den nicht. Ich hab mit dem gesprochen. Laber nicht so viel rum. Lass uns gehen. Es ist warm hier. Klima bekommt mir nicht. Starfleet shuttlecraft, we have logged your flight trajectory, and you are cleared for departure. Live long and prosper. So. Dann gehen wir mal zurück. Botschafter Suket hat sich in seine Quartiere zurückgezogen, Captain. Wir können das System verlassen, wenn Sie es möchten. Ich möchte. Your inventory has a replicator that will allow you to buy and sell items. Ja, ist doch gut. Ja, das können wir erstmal... Erstmal können wir das alles hier so lassen.
Ähm. Ja, wir sind ja jetzt so scheißen langsam, ne? Upsi. Ja dann, Pajam. Hallo. Sir, ich erhalte in diesem System ungewöhnliche Energiewerte. Wir sollten das System scannen, bevor wir den Botschafter auf die Oberfläche bringen. Ja, machen wir. Ja, wer hätte es gedacht? This is Captain Katak to all Klingon vessels. Target their warp drive. There will be no escaping our vengeance this time. Target shields have failed. Aua, mein Schiff, das ist neu. Mach das nicht. Target shields have failed. Habt ihr gesagt, das ist neu? Captain, wir werden von den Klingonen gerufen. Ja, auf den Schirm. Qualmst du mal andersrum, bitte? Cease your fire, Captain. Perhaps today is a day for words. My fellow captains were blinded by our vengeance toward the shapeshifter aboard your vessel. They have died with honor. But if I am to die this day, then I would prefer to regale the halls of Stovokor with the tale of that foul creature's death. Okay, Formwandler. Ha! So even the mighty Federation has been fooled by the beast. Your guest from Vulcan is not as he or she seems, Captain. They are an Undine. They put on a false face and try to control us. But we Klingons know better. We will hunt them down until the last of these honorless dogs dies screaming. Ein Odin. Haben Sie denn Beweise? Proof? Pah! Allow me to stick a blade in its belly while I look it in the eye while it dies. That should be proof enough, even for Starfleet. Ich werde das berücksichtigen. Ja? Okay? Gut. If you wish the honor of the kill yourself, then it is yours to have. So long as the Undine dies, I will meet my death with eyes wide open and victory in my heart. I await your decision. Close hailing frequencies. Okay. Captaincy-Scans zeigen, dass der Warp-Antrieb, die Schilde und die Waffensysteme des klingonischen Schiffs offline sind. Sie scheinen nicht einmal einen Pulsantrieb zu haben. Egal was sie entscheiden, sie können nicht viel dagegen tun. Okay. Den Undinen besprechen. Die Undinen sind eine Spezies, die zum ersten Mal von der Crew der USS Voyager entdeckt wurde. Sie haben sie als Spezies 8472 katalogisiert. Wie der klingonische Captain bereits erwähnte, können sie ihre Gestalt verändern. Außerdem verfügen sie über telepathische Fähigkeiten, mit denen sie andere Kreaturen und Spezies infiltrieren können. Also könnte Botschafter Soket einer von ihnen sein? Ich fürchte, dass wir es nicht ausschließen können, Captain. Ich könnte einen Test durchführen, um festzustellen, ob der Botschafter wirklich ist, was er behauptet. Ja, leider würde das seine diplomatische Immunität verletzen. Dann besprechen wir das mal mit dem Taktiker. Die Undinen sind den Menschen körperlich überlegen und sehen alle Lebensformen aus unserer Dimension als minderwertig an. Ihre Schiffe sind denen der Borg ebenbürtig. Sie sind eine große Bedrohung für die Sternflotte. Wo befindet sich Botschafter Soket jetzt?
Der Botschafter ist in seinem Quartier. Sir, ich schlage vor, den Botschafter festzunehmen, bis wir seine Identität überprüft haben. Eine vernünftige Vorsichtsmaßnahme, bin ich mit einverstanden. Und mit der Technik? Die Undinen stammen aus einer Dimension namens Flüssigraum. Sie verwenden Quantensingularitäten, um in unsere Dimension zu gelangen. Ich fürchte, dass ihre Technologie unser Verständnis übersteigt. Doch eines ist sicher, wir dürfen sie nicht unterschätzen. Okay, warum dann ein Schiff der Sternenflotte verwenden? Das kann ich nicht sagen, Captain. Doch da die Undinen im Beta-Quadranten so gut wie unbekannt sind, werden sie ihre Anwesenheit vermutlich verschleiern wollen. Und die Klingonen? Die Klingonen könnten die Wahrheit sagen, Captain. Wenn die Undinen im Beta-Quadranten sind, könnten die Klingonen sie vor uns aufgespürt haben. In diesem Fall der Feind, der Feind meines Feindes, ja, ist mein Freund. Rufen Sie den Botschafter auf die Brücke und öffnen Sie einen Kanal zum Schiff der Klingonen. Wir klären das. My patience is growing thin, Captain. If you lack the stomach to slay the beast aboard your vessel, then any Klingon here would gladly do it for you. I'd hate for you to stain that pretty Starfleet uniform with Undine blood. Sehr großzügig, aber nicht notwendig. Then the beast is slain? Char! Very good. Perhaps you've the heart of a warrior after all. Let me look upon our enemy, and tonight we will dine together as warriors and drink to the honored dead. Ich präsentiere den Botschafter. Captain, I take my meditations very seriously. Why have I been summoned to the bridge? Angeklagter, begrüßen Sie Ihren Ankläger. Alive? You're a fool, Captain. Strike now before it's too late. Nicht ohne Beweise, Kitek. You want proof? Then lower your shields and allow me to beam over. Once the Undine's blood coats my blade, you'll see it for what it truly is. A Grint hound in Targ's clothing. Botschafter, lassen Sie mich erklären. There's no need, Captain. The situation is not difficult to unravel. My concern lies in the logic of you entertaining this Klingon's meritless claim. Dreist, aber nicht komplett unmöglich. A most illogical conclusion. Allow us to examine the facts, Captain. You have a crippled Klingon vessel, whose captain has made unsubstantiated claims that I am an Undine, a species that is known to both the Federation and the Klingon Empire as a considerable threat. Also eine vernünftige Überlegung. Potentially, but only if a great many other factors were to be true. Is it not much more likely that the Klingons have, in the face of defeat, instead sought to exploit Starfleet's desire for peaceful resolutions to conflict in order to repair their vessel and renew their assault? Der Status der klingonischen Schiffe? Waffen funktionsunfähig, Warp-Antrieb immer noch offline. Moment, ich erfasse einen Energieanstieg. Sie aktivieren Ihre Tarnvorrichtung. Ja gut, dann roter Alarm, Waffen aktivieren. A true warrior strikes without mercy, Captain. I only hope to teach you this lesson personally before the Undine does. We may not be able to best your vessel, but a Klingon knows many roads to victory. The beast may have evaded my vengeance for now, but I can still ruin its plans here at Pajem. Ja, Feuer. Die Sensoren haben Sie verloren, Captain. Sie sind weg. Captain, ich erfasse Energiesignaturen auf der Oberfläche von Pajem in der Nähe des Klosters. Es scheinen Transportersignale zu sein. Die Lebenszeichen deuten auf Klingonen. Ich nehme ein Außenteam mit. Soll ich Sie begleiten? Nein, das ist zu gefährlich. A wise precaution. Though I admit I am eager to see my people safe, I will await word until the monastery is secured. And Captain, let not my journey here be for naught. Ja, alles klar. Außenteam zu Transporterraum 1. Ja. A wise
Captain, wir müssen das Gebiet sichern und dann unseren Weg zum Kloster bahnen, das sich oben auf dem Hügel befindet. Okay. Es gibt mehrere klingonische Patrouillen zwischen uns und dem Hauptgebäude, Sir. Wir sollten vorsichtig sein. Ja, bleiben Sie wachsam. Wir müssen die Mönche finden. Hallo. Danke. So nämlich. Halt. Wollte ich nicht. Entschuldigung. Upsi. Habt ihr alles schwarz gemacht? Das ist doch nicht schön. Ja, wenn mein Feind exponiert ist, können wir das irgendwie... Danke. Nee, die Kiste, da verzichte ich jetzt erstmal drauf. Dankeschön. Ja, mache ich. Sir, wir haben eine Warnmeldung vom Vulkan erhalten. Tipela sagt, dass sie umgehend mit Ihnen sprechen muss. Ich stelle sie auf Ihren Tricorder durch. I have terrible news. Vulcan security forces have discovered the body of Ambassador Soketh. They have determined that he was killed by a phaser blast at short range. His remains were discovered in a stasis chamber hidden in a cavern beneath the Ambassador's residence. The Ambassador on your ship, the one that I have been working for, is an imposter. You need to be very careful. This imposter was able to fool Soketh's closest associates for months. He is crafty and very patient. Now that he has been discovered, he will be dangerous. Captain, die Sicherheitsteams haben die Quartiere vom Botschafter Soket erreicht, aber er ist fort. Sie durchsuchen das Schiff, aber... Sir, mir wurde soeben eine nicht autorisierte Benutzung der Transporter gemeldet. Die Regierung vom Vulkan fordert, dass der Betrüger Soket festgenommen und am Vulkan für ein Verhör ausgeliefert wird. Sir, wer auch immer den Transporter benutzt hat, er hat die Protokolle gelöscht und ich werde den Eindruck nicht los, dass sich der Betrüger auf der Planetenoberfläche befindet. Wir müssen ihn finden. Ja, wir werden ihn finden. Oder er uns. Such emotion on your face. I see now my deception has been exposed. Pity. Capturing the abbot so we could replace him as well would have been beneficial. But we are strong. We will prevail.
You are weak, and the weak shall perish. Moment. Habt ihr was von Ratiofarm? Hallo? Hallo? Wir sollten auf die Intrepid zurückkehren und nach dem Undinen-Schiff suchen. Wir müssen die Undinen finden, den Undinen finden und die zur Sternenflotte zurückbringen. Ja, machen wir. Früher hat er sich noch als klingonischer Captain ausgegeben, ist da runtergerannt und... Captain, dort kommt ein Undinen-Schiff auf Abfangkurs. Die Intrepid hat keine ausreichende Bewaffnung für den Undinen-Angriff. Die Sternenflotte berichtet, dass sie 2 Schiffe als Unterstützung geschickt, aber dass sie noch 2 Minuten brauchen, bis sie hier sind. Wir müssen durchhalten, bis die Verstärkung eintrifft, Captain. Wenn wir auf ihre Torpedos zielen, haben wir vielleicht eine Chance. So. Zack, 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 zack. Hallo? Ja, automatisch. 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 Danke. Aua. 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 Hallo. Lade die Dateien herunter. Einkommende Nachricht. Okay. Eine Nachricht von der Challenger, Captain. This is Captain LaForge of the USS Challenger. Glad to see we made it here in time to lend you a hand. Perhaps you'll return the favor someday. LaForge out. Ja, mach ich.
Wir haben die letzten Datenübertragungen des Undinen-Schiffs und auch Proben des organischen Materials, aus dem sie ihre Schiffe herstellen. Diese Informationen müssen wir dem Geheimdienst der Sternenflotte übergeben. Vielleicht kann er die Nachrichten entschlüsseln und uns mehr verraten. Okay. Dann gehen wir die Mission noch schnell ab. The ambassador was an Undine? I'm afraid their infiltration of the Federation goes much deeper than we realized. Who knows what kind of havoc they could create? Ja. Weiß man nicht, ne? Congratulations, Lieutenant. So, dann machen wir jetzt aber noch schnell hier den Fähigkeitenpunkt. Wir haben immer noch keinen. Natürlich. Das kommt ja auch erst später, ne? Wir hatten 4, 7 Stufen. Alles klar. Gut, aber dann war es das für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann habe ich soweit alles vorbereitet, dass ich mich hier auch wirklich richtig wohlfühle. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht euch eine schöne Zeit. Und tschüss.